Hallo, ihr wundervollen Leute. In einem kleinen Mini-Tutorial habe ich das hier vorbereitet. Eine Grundierung. 1/3 Leim, 1/3 Wasser und 1/3 Farbe. Ich habe da Lavagrau genommen und ein bisschen Schwarz reingemischt. Und ich denke mal, dass das einen schönen Effekt insgesamt geben wird von der Farbe her. Und das Ganze, das kommt auf diese schöne, kleine, nette Häuserruine. Das könnt ihr in den anderen Videos anschauen, wie das Ganze entstanden ist. Quasi in einem Livestream war das. Und jetzt geht's auch schon los. Wir geben dem ganzen Ding hier also so ein bisschen Struktur. Und grundieren das Ganze mal. Mal gucken, ob es nachher immer noch so schön nach Käse aussieht. Ich glaube, es wird dann so ein bisschen anders werden. Ich denke mal, dass diese Farbe hier ganz gut dazu passen wird. Ich habe extra neben dem Lavagrau noch ein bisschen Schwarz mit reingemischt, damit es ein kleines bisschen dunkler wird. Aber ich möchte nicht, dass es zu dunkel wird. Denn das ist irgendwie schade, da gehen zu viele Details dann verloren. Und ich denke mal anhand der Größe dieser Steine, wenn man sich das überlegt, vom Maßstab her, das müssen wahrscheinlich eher sowas wie Sandstein oder ähnliches sein. So, das geht aber schnell vorwärts. Durch den Leim haben wir den Vorteil, dass am Schluss sich so ein bisschen die Poren schließen werden. Ich nehme mir extra ein bisschen größeren Pinsel, um das Ganze zu machen, damit ich hier viel Fläche möglichst schnell erreichen kann und relativ viel mitnehmen kann. Ich denke mal, ich werde gleich noch ein bisschen mehr Wasser darunter mischen, damit wir wirklich auch die tiefen Punkte in den Strukturen drin erwischen können. Jetzt geht es aber erstmal auf die große Fläche und so weiter. Später werden wir uns in ähnlicher Form auch sowas zusammenmischen, dass es quasi wie so ein Wash sein wird. Für einen Wash, die meisten von euch wird das vielleicht was sagen, manchen vielleicht noch nicht. Bei einem Wash geht es darum, dass man die Tiefen hervorholt. Also zum Beispiel so ein bisschen was Dunkleres macht oder was, das man als Hintergrundfarbe haben möchte, wenn gerade kein Licht drauf scheint. Sprich, hier in dem Falle wäre das dann vielleicht noch so ein Ticken dunkler. Dadurch, dass das hier miniaturisiert ist, haben wir natürlich die Lichtverhältnisse nicht angepasst, sondern das Licht, mit dem wir arbeiten, also Glühbirnen und so weiter, die ganzen Punktlichter, die sind selbst schon von enorm großen, ja, wie soll man sagen, haben eine ziemlich große Oberfläche. Das heißt, allein schon eine ganz normale LED-Lampe oder Glühbirne oder sonst was, die wäre so wie hier drinnen zum Beispiel so ein fast schon teilweise wie ein Flächenlicht erscheinendes Sonnenlicht oder ähnliches ist. Dadurch, dass da schon die ganze Seite beschienen wird davon fast. Also haben wir keinen ganz klaren Schattenwurf. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir jetzt im Miniaturenbereich arbeiten, für das ja dieses hier so ungefähr ist. Vielleicht für Warhammer oder vielleicht kann man das auch für Frostgrave nehmen oder ähnliches. Wie die Hartschaumschmiede das Ganze macht. Da kann man sicherlich was Schönes draus machen. Und da das halt im Miniaturenbereich auch vernünftig wirkt und auch von dem Schatten her vernünftig wirkt, wird das Ganze dann später nochmal gewascht. Und, um dann diese Highlights rauszuheben, also alle erhabenen Stellen und so weiter so ein bisschen rauszuholen, dafür gibt es dann genau das Gegenteil, nämlich das Trockenbürsten. Das werden wir dann auch noch machen, um zu sehen, wie das Ganze insgesamt wirkt. Durch den Leimanteil, der hier drin ist, werden wir schaffen, dass sich hier die ganzen Poren schließen. Ihr seht schon, der Käse sieht gar nicht mehr ganz so nach Käse aus, sondern das hat wirklich so einen kompakten Stil erhalten, Oberfläche. Wir haben es hier also jetzt wirklich mit was Steinernem zu tun quasi. Also auch das Licht, was eben noch in die Oberfläche eintauchen konnte, das kann das jetzt quasi nicht mehr tun. Wenn das Ganze anzieht und abfindet, der Leim, dann wird er insgesamt transparent werden, also bekommen wir eine geschlossene Schicht. Die Poren des Schaums müssten sich eigentlich schließen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist oder ob das sich ein bisschen als nachbearbeitungswürdig erweisen will. Nachdem ich das Ganze hier erstmal grundiert habe, werde ich auch noch was anderes machen. Denn hier habe ich ja verschiedene Sachen, die eigentlich aus Holz sind. Wie zum Beispiel hier diese Teile von dem Pferchen.
für die Tiere, die ich hier hinten an der Seite gebaut habe. Darüber hatte ich ja, während ich diese Ruine gebaut habe, schon einiges hin und her geredet, wie das wohl früher gewesen sein könnte, wo die Viecher reingekommen sind, wo sie rausgegangen sind. Dass das hier vermutlich so eine ärmere Familie war, die da quasi drin gewohnt hatte. Was dann auch erklärt, dass dann auch diese Stürze beispielsweise nicht gerade ideal sind. Ihr seht, hier sind Bretter drunter und die Bretter, die halten quasi diese kompletten Steine hier, die halb über dem Fenster sind. Das ist natürlich eigentlich nicht so ideal, aber meine Güte, die hatten zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Und wenn man sich das überlegt, wenn das Jahrhunderte vielleicht her ist, dann werden Leute wahrscheinlich wirklich keine Ressourcen gehabt haben. Das heißt, das alte Haus, in dem die gewohnt haben, werden die höchstwahrscheinlich zum Teil in das neue reingebaut haben müssen. Denn nach der Erntezeit, von da aus bis zum Winter, ist es vermutlich nicht mehr weit gewesen. Und in der Zwischenzeit lässt sich schwerlich noch Holz schlagen und bearbeiten und so weiter, wenn man alles an Feldarbeit manuell durchführen muss. Also wird das Leben dementsprechend hart gewesen sein. Und somit muss man dann, das, was man heute bei Spielen und so weiter erlebt oder insgesamt eine ganze Menge nacharbeiten. Patchen oder sonst was. So, das klappt aber ganz gut. Ich komme da gut in die Ecken rein. Deswegen habe ich auch den großen Pinsel genommen, einfach damit ich das komplett flächig einmal abdecken kann. Oh, das wird schön. Ich bin mal gespannt, wie das dann gleich aussehen wird schon. Allein schon das hier, das wird viel, viel, viel ausmachen. Natürlich werde selbst ich jetzt hier an der Stelle nicht sagen, okay, wir nehmen auch die Trocknungszeit 1:1 auf, denn das wäre einfach unfair, glaube ich. Würde keinen Sinn machen. Stattdessen, wenn ihr die Zeit füllen wird, dann könnt ihr irgendwie diese Memories of Green Reihe oder irgendwelche Sounds of Nature oder sowas oder Ambience Sachen euch anschauen. Da habe ich ja auch so ein bisschen was gedreht zur Entspannung einfach mal. Einfach mit der Kamera raus in die Natur gegangen und dann einfach Gegend aufgenommen. Das ist wirklich ganz nett zum Entspannen. So, das sieht schon sehr gut aus. Die Innenseite haben wir schon fast geschafft. Und in den Mini-Tutorials beispielsweise könnt ihr auch dann genau sehen, vom Anfang an, vom Kneten der Steine und so weiter, vom Vorbereiten der Struktur bis hin zur wirklichen Umsetzung und zum Bau der Ruine ist wirklich alles komplett drin. Und wenn ihr die Ruine selbst nachbauen möchtet, die Farbe beispielsweise hier bekommt ihr im Baumarkt, wenn ihr nicht selbst Farbe zu Hause habt. Und ihr könnt zum Beispiel einfach die Lootbox 1 nutzen. Da sind 150 Steine drinne und da ist ein Cutter drinne und da ist Leim drinne. Also alles bis auf Pinsel und Farbe ist da drin. Dann könnt ihr sofort loslegen. Es tut mir leid, falls ich zwischendrin mal kurz aus dem Bild verschwinde. Ich muss dann teilweise den Winkel halt so haben, dass ich da vernünftig malen kann. Das ist manchmal so ein bisschen problematisch. Das passt dann nicht ganz in den Erfassungsbereich der Kamera rein. Von daher, sorry dafür. Übrigens, ich habe noch ganz viele tolle Ideen, was das hier angeht. Und auch ganz viele andere Ideen, die insgesamt so aufgetreten sind. Während ich mir eure Kanäle angeschaut habe. Und mich einfach habe inspirieren lassen. Zum Beispiel vor allem bei euch Mädels, die ihr da draußen seid, habe ich mir das abgeschaut, wie man zum Beispiel mit Stoff arbeitet, mit Garnen und Ähnlichem. Denn ich möchte hier so ein bisschen Pflanzenwachstum haben. Und deswegen werde ich dann mal schauen, wie man Ranken herstellen kann. Höchstwahrscheinlich nutze ich dann dazu Bastelleim oder halt auch den Holzleim, damit das Ganze am Schluss nicht wegläuft. Und dann vielleicht irgendwelche Baumwollfäden oder Ähnliches. Damit das Ganze so eine gewisse Art von Ranken bekommt. Ihr wisst ja, wie die Ranken von Kletterpflanzen meistens beschaffen sind. Da kommen zum einen eine ganze Menge Luftwurzeln raus. Wenn die Pflanze sich dann den
nächsten Halt suche im Gemäuer oder ähnlichem. Und dann haben wir auch noch so eine faserige Struktur. Also die Haut der Pflanze selbst ist oft aufgebrochen und wirkt so leicht schuppig. Und ich schätze mal, wenn man das Ganze mit einem einfachen Wollfaden macht, das fand ich auch ganz toll da bei dem Häkeln und so weiter, was ich mir alles angeschaut habe, da fliegen quasi die Inspirationsteilchen einem nur so um die Ohren. Und dann kommt man so ins Grübeln. Bei TBS beispielsweise habe ich gesehen, okay, mit Ölfarben kann man auch ganz gut arbeiten, aber ich werde das Ganze dann eher für so Pflanzen, Blätter und so weiter nehmen. Und das fand ich ganz beeindruckend, war diese Leuchtstärke, diese Intensität, die man dann teilweise hat. Das kriegt man, denke ich mal, mit Ölfarben am besten abgedeckt. Dass das am Schluss so ein bisschen glänzend bleibt, das Ganze. Wächserne Blätter, richtig saftiges Grün von rankenden Pflanzen, Efeu oder vielleicht auch wilder Wein, der hier um die Fenster rundherum wächst. Das wird sicherlich richtig, richtig, richtig schön. Schaut mal, die Käseoptik verschwindet. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Das Ganze zieht ja schön in die Kanten rein. Alle Holzelemente und so weiter, die werden natürlich nochmal überarbeitet. Also seien die Fensterstürze oder sonstige Teile hier draußen rundherum. Das wird natürlich auch nochmal in einer anderen Farbe gemacht. Dann haben wir ja höchstwahrscheinlich eher mit Erde zu tun als mit allem anderen. So, die letzten Steine hier auf der Ecke. Die werden auch noch richtig hübsch und schick gemacht. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, hat sich auch einiges an der Bildqualität und ähnliches gebessert. Und auch an der Beleuchtung. Ich habe nämlich hier mal rumgebastelt. Deswegen war auch eine Weile Sendepause, was das anging. Ich habe mich mit der Kamera eher draußen rumgetrieben, um einfach schöne Aufnahmen der Natur zu machen. Für die halt immer noch sich quasi im Lockdown befinden. Wir haben ja relativ viel Freiheiten, aber woanders sieht das teilweise noch ganz, ganz anders aus. Und da ich internationales Publikum habe insgesamt, möchte ich halt auch, dass die so ein bisschen Unterstützung bekommen. Und für die sind unsere Wälder, die es hier in der Ecke gibt, wahrscheinlich auch ziemlich exotisch. So wie für uns beispielsweise der brasilianische Regenwald wahrscheinlich nicht ganz alltäglich sein wird. Ah, das sieht doch gut aus. Guckt euch das an. Das sieht aus wie so eine verwegene Mischung zwischen Granit und Sandstein, würde ich sagen. Irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht, was es da für Mischformen vielleicht geben kann. Eigentlich keine wirklichen, oder? Na egal, ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht so ein bisschen Basaltartiges. Sieht doch echt gut aus. Das Ganze, das wird dann später auch noch ein bisschen besandet. Also ich nehme dann einfach Vogelsand, so wie man das auch bei der Hartmann-Schmiede beispielsweise sehen kann. Oh Mensch, der ist wirklich genial. Und schaut euch unbedingt seine Videos an, der macht das ganz, ganz, ganz toll. Und dann können wir damit noch so ein bisschen was hier rausholen, was so die Strukturen angeht. Wie gesagt, das hier, das wird dann später noch ein paar Mal überarbeitet. Also die Tiefen, die werden mit einem Wash rausgeholt. Dann wird noch trocken gebürstet. Das ist ganz, ganz, ganz tolle Worte, ne? So ein Wash ist halt relativ dünnflüssig, der läuft bis in die Ecken und Ritzen und sowas rein. Und die Höhen oder erhabenen Stellen holen wir dann mit dem Trockenbürsten raus, indem wir dann einfach nur ein bisschen Farbe dran machen, deswegen halt Trockenbürsten und die Partikel dann quasi an die exponierten Stellen applizieren. Hey, gut, richtig schön. Noch ein bisschen was in die Tür rein. Ja, wie sieht das insgesamt aus? Da ist noch ein bisschen was. Schließen wir einfach mal alle Poren, die wir da noch dran haben damit. Hier vorne im Fenster ist noch ein bisschen was gewesen, auch wenn das dann später noch Holz wird, das da reingeklemmt wird. Aber das macht erstmal keinen großen Unterschied. An so ein paar Stellen wird so auch noch einiges an Vegetation dazukommen, außen rundherum,
Die Stellen, die werde ich nochmal mit einer anderen Farbe dann nachziehen, sobald das hier getrocknet ist. Aber ich möchte das nicht überstürzen und alles irgendwie ineinander matschen. Und dann haben wir am Schluss einfach nur noch, ja, Matsch. Und ich denke mal so hier, wenn man das vernünftig verarbeitet und vernünftig bearbeitet, dann wird es durchaus einen ästhetischen Reiz haben, das Ganze. Ich bin schon echt gespannt, wie das Ganze aussieht. Und vor allem bin ich auch gespannt, wie das Ganze mal ausgesehen hat. Denn in dem Voting wurde ganz knapp entschieden, als es darum ging, wird das hier jetzt komplett aufgebaut? Oder als es darum ging, wird das komplett aufgebaut oder wird es zu einer Ruine? Das wurde quasi mit einer einzigen Stimme Mehrheit zu einer Ruine. Aber den anderen Pfad möchte ich sehr, sehr, sehr gerne mit euch gemeinsam beschreiten. Und wenn ihr das auch sehen möchtet, ich denke mal, ich werde dann zwischendrin mal wieder euch zu Votings aufrufen. Unterstützt das Ganze hier. Wie gesagt, diese Lootbox beispielsweise oder die Steine, die könnt ihr einfach bei mir beziehen. Und dann könnt ihr direkt loslegen und könnt auch sowas bauen. Und ich fände es halt echt cool, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, beispielsweise, wie euch das gefällt oder wo ihr denkt, wo vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf ist. Und ihr könnt natürlich sehr gerne mit Abos und mit Likes und sowas das ganze Projekt hier unterstützen. Und wenn ich sehe, dass ihr daran Spaß habt, dann macht mir das natürlich auch noch eine Menge mehr Spaß, euch das Ganze schön zu präsentieren und aufzuzeichnen. Ja, und so kann man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Ich möchte gerne eure Kommentare lesen und ich lese die wirklich alle. Ich finde das total super. Selbst die von den Bots, die mag ich. Finde ich ganz witzig. Und insgesamt möchte ich halt viele von euren kreativen Ideen aufgreifen. Das mache ich schon teilweise, indem ich dann halt schaue, wie setzt ihr bestimmte Sachen um und wie bekommt ihr diese ganzen wundervollen Sachen hin, die ihr alle so kreiert. Das ist, finde ich, ein ganz großer Ansporn für mich, dass man da halt schaut, wie insgesamt die Gemeinschaft arbeitet und wie man dann halt auch Ideen austauschen kann. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Es gibt noch ein paar ganz kleine Kleinigkeiten, die habe ich noch nicht erwischt, aber wie gesagt, da kommt dann noch verschiedene Schichten kommen noch drauf. Nach dem Grundieren. Da wird dann nochmal mit Leim gearbeitet, mit Vogelsand gearbeitet, damit man dann halt diese Verwehung und so weiter in den Ecken hat. Mal schauen, dass ich hier alles erwischt habe. Ja, da habe ich alles erwischt, das sieht gut aus. Hier in den Fensteröffnungen habe ich auch alles erwischt. Seht ihr, hier da ist so ein Brett drunter. Da wurde ich schon drauf angesprochen. Ja, Moment. Da ist ein Stein, das fällt doch einfach runter. Hier über der Tür hast du es richtig gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das ist genau richtig beobachtet. Hier bei der Tür, da fängt sich das gegenseitig. Hier, da habe ich ein Brett hingemogelt und hier unten ist auch ein Brett drin. Das hat quasi schon alles eine historische Relevanz. Denn die Leute, die das hier hatten, die haben keine weiteren Ressourcen dafür gehabt. Die konnten nicht sagen, ich brauche jetzt was Großes, einen großen Balken, den ich da oben reinzimmer. Die hatten den einfach schlichtweg nicht. Also wurde das Ganze da verkeilt mit einem Stück Holz. Und das Stück Holz hat sogar die ganzen Jahre überdauert. Hier bei dem hinteren Fenster zum Beispiel, da kann man sehen, hat das nicht so ganz überdauert. Da wurde dann in großem Stil, vielleicht nicht mehr von den ursprünglichen Bewohnern, aber später nur gebastelt. Hey, wisst ihr was? Also ich freue mich auch unglaublich darüber zu erfahren, wie das Ganze hier mal ausgesehen hat, als es noch komplett ganz war. Das ist bestimmt ziemlich interessant. Die Werkzeugspuren hier vorne in der Wand, das sieht man immer noch. Ich weiß nicht genau, was da getrieben wurde. Mit was da gearbeitet wurde oder ähnlich. So. Na bitte. Letzten Stellen geschafft, würde man sagen. Dann war es das hier schon zum großen Teil. Bitte liked die ganze Geschichte. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ihr könnt mich auch gerne per Patreon oder Streamlabs oder sonst was unterstützen. Ich finde das super cool. Und dann kann ich halt auch schönes Equipment holen. Zum Beispiel dieses neue Mikro, was ich nutze. Ich kann euch auch mal was zusammenstellen. Ich insgesamt das jetzt mit der Beleuchtung mache, was ich hier rundherum nutze, was ich da verändert habe und was ihr vielleicht auch selbst nutzen könnt. Und wie ich die Kamera positioniere und so weiter. Warum ich hierbei beispielsweise keine klassische 3-Punkt-Beleuchtung nehme, sondern schaue, dass ich von nahezu allen Seiten Licht habe, damit ich halt keine Schlagschatten habe. Ich führe hier kein Interview, sondern ich möchte hier an der Stelle
diese Ruine von allen Seiten zum Beispiel beleuchten oder den Helm, wenn es da weitergeht. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass man da möglichst viel detailreich erkennen kann. Und ich meine, für ein Video, in dem es dann halt um ein Interview geht, dann macht es sicherlich Sinn, mit dem Kopflicht zu arbeiten. Schräg von links mit einem Flächenlicht, damit man quasi diese Struktur in die Tiefe so ein bisschen ausleuchten kann. Und von rechts dann halt mit dem wirklichen Scheinwerfer mehr oder weniger mit einem Punktlicht, dass die Leute in den Fokus holt und sowas. Ja, das weiß ich alles. Ich habe eine Zeit lang beim Fernsehen verbracht und von daher ist das ganz okay. Das ist mir geläufig in der Form. Nur hierfür, da ist es leider halt nicht zu gebrauchen. Denn das hier ist kein Interview, obwohl es ist ein Blick durch die Zeit. Eigentlich ist es ein Interview mit dieser Ruine, mit der Geschichte, die dahinter steckt. Okay, ich schaue gerade noch nach letzten Resten, ob da noch irgendwo irgendeine Stelle ist, die noch nicht ganz abgedeckt wurde. Aber das sieht echt schon gut aus. Und das Ganze, das mache ich ungekürzt. Und bevor ich das hier gemacht habe, habe ich nie mit sowas gearbeitet. Echt versprochen. Nie. Keine Berührungspunkte damit. Nix. Und deswegen, das, was ich hier hinkriege, ich habe hier viele Sachen ausprobiert, das kriegt ihr garantiert auch so hin. Wahrscheinlich sogar noch besser. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir das Ganze auch posten, falls ihr auch sowas Nichts gemacht habt und sowas, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Oder ihr könnt mir auch Bilder schicken, wenn ihr wollt. Dann kann ich mal schauen, dass ich einfach mit euren Projekten was Schönes zusammenbaue. Auch für die vielleicht irgendwie nicht so im Fokus stehen wollen, die keinen eigenen Kanal betreiben wollen, ganz aktiv, sondern die so ein bisschen rumbasteln. Traut euch, schickt mir das Zeugs zu oder kontaktiert mich, schreibt ruhig erstmal in die Kommentare, wir finden dann schon einen Weg. Und dann würde ich das sehr gerne mal zusammentragen, denn ich könnte wetten, gerade die sich halt nicht ganz raustrauen, dass sie so eher die introvertierten Typen sind und wunderschöne Sachen machen. Garantiert. Und alle, die ihr euch traut, ihr macht sowieso ganz fantastische Sachen. Ich habe bei euch allen vorbeigeschaut, die ihr mich bisher abonniert habt und sowas und auch bei vielen mehr und habe mir überall Inspirationen abgeholt, habe mir das angesehen und ich finde das super stark, was ihr macht. Und ich finde es ganz toll, dass wir insgesamt so eine Gemeinschaft hier momentan haben, die sich halt auch gegenseitig respektiert und gegenseitig überall reinschaut und interessiert ist und offen ist. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich das hier beispielsweise mit vielen von den anderen Sachen nicht so viel zu tun hat. Aber ganz viele andere Sachen interessieren mich halt auch. Zum Beispiel 3D-Druck oder das Umgehen mit den diversen Motoren oder halt auch der RC-Bereich. Ich meine, das Ganze, das brauche ich schlussendlich auch noch für andere Projekte und da kann man vielleicht so ein paar Zusammenarbeiten und sowas anstreben. Boah, das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, Projekt geglückt. Liken, abonnieren, falls nicht geschehen. Kommentieren, wenn ihr wollt. Oder bitte kommentieren. Ich mag euer Feedback und ich gehe wirklich darauf komplett ein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es dann weitergeht. Mit Besanden. Hier draußen mit Bemalen. Das möchte ich halt jetzt nicht machen. Ich möchte die Farben nicht komplett ineinander matschen. Dann möchte ich ja was Bräunliches machen. Braun und vielleicht so ein bisschen grün. Dann kommt noch das Besanden. Und dann geht's weiter. Und so lang, naja gut, es kann ja auch sein, dass jetzt alles hintereinander wegguckt. Ich habe keine Ahnung, was ihr so treibt. Aber ich find's cool, was ihr alles treibt. Auf euren Kanälen und so weiter. Finde ich echt prima. Okay. Das hier, das soll es erstmal gewesen sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Oder bis zu den nächsten Tausenden von Videos. So schnell kriegt mich hier keiner weg. Also, bis dann. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Aufmerksamkeit und das ganze tolle Zeug und so. Und für eure Kommentare und für dies, das, jenes und einfach dafür, dass ihr da seid. Ich finde euch echt toll. Und ich finde es vor allem auch ganz große Klasse, dass so viele Leute mittlerweile den Kanal hier unterstützen. Echt super toll.
Und das bestärkt mich halt darin, dass das anscheinend auch ganz gut ist, was hier so insgesamt passiert. Okay, jetzt ist es wirklich geschafft. Seht es euch an. So kann es erstmal bleiben. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.